Unsere Mitarbeiterin des Einwohnermeldeamtes ist heute wieder aktiv und ich glaube, sie hat ein paar Figuren platziert oder ist gerade dabei. Und vielleicht ist sie so nett und gibt uns ein kleines Preview, welche neuen Bewohner in unsere Stadt eingezogen sind. Was halten Sie denn davon, Frau Einwohnermeldeamt-Beamtin? Na, davon halte ich sehr viel. Ach, da ist schon wieder so ein Aufruhr mit diesen Zügen. Naja, wenn ich einmal arbeite, wäre das natürlich nicht schlecht, wenn das festgehalten wird. Ich habe gerade den Herrn Barney 86 platziert. Ich zeige Ihnen das jetzt mal. Moment. Also, dieser gute Herr ist hier zu sehen. Sie sehen ihn mit diesem Funkgerät. Ein schicker junger Herr. Ich sehe leider sehr unscharf mit der Brille. Ach, aber die Kamera ist scharf, das ist gut. Also dieser schicke junge Herr ist Barney. Ui, schon wieder was umgehaut. Barney ist 86 und ups, dieser Herr arbeitet als Straßenwärter bei uns im Tiefbauamt und das fördere ich natürlich sehr. Ein sehr, sehr schicker junger Mann. Ja, herzliche Gratulation zum neuen Einwohner und auch zum neuen Job natürlich. Dann auch noch zu jemand sehr Tüchtigen, da müssen wir jetzt Kurzer Schwenk, hier wird es gerade interessant. Moment, ja, schauen Sie da währenddessen noch den Zügen nach. Ich schwinge mich einfach mal hier rüber. Ich habe ja gesagt, dass bei uns so selten die Züge fahren, deswegen heute wieder mal Action pur. Denn wir müssen nämlich hier rüber den Zügen folgen, denn wir haben noch einen sehr, sehr, sehr braven Mitarbeiter hier platziert und das ist der Herr Brixeomilio. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. Meine Schrift kann ich dann auch oft nicht mehr lesen, aber das kennen Sie wahrscheinlich auch selbst, nicht wahr? Und dieser nette junge Herr, lassen Sie mich kurz nachlesen. Ach ja, das ist der schicke Postler hier. Ein bisschen schwierig zu filmen, vielleicht zuerst von hinten. Der bringt gerade einer Dame einen Brief vorbei. Ich hoffe doch sehr, es ist ein Liebesbrief. Er hat einen Sack voller Post dabei, das ist doch toll. Kann man den auch von vorne filmen? Ich versuche es mal. Versuchen Sie das mal, ja. Ist relativ eng hier. Oh ja, ein bisschen sieht man sein Gesicht. Genau. Brixemilio. Und es gibt schon wieder was zu sehen für uns. Ganz toll. Ein sehr, sehr braver Mitarbeiter. Die Post ist sehr wichtig, die brauchen wir natürlich immer. Genau. Und die bringt allen was, deswegen auch dieser Frau. Dann haben wir geniales Tuning, der natürlich, lassen Sie mich kurz nachlesen, ach ja, in der Tuning-Werkstatt arbeitet. Ja, wie könnte es anders sein? Rein zufällig hat Wild City eine ganz moderne Tuning-Werkstatt. Genau, da muss ich hier mal kurz reinhüpfen. Oh, das jetzt geht sonst nicht. Ach, ja. Beweist unsere Einwohnermeldeamtbeamtin auch noch ihre Akrobatikkünste. Also ich muss aber sagen, ihr seht, es geht sich jetzt wieder besser aus. Ich habe zwar ein wenig Angst um diese Silos, aber nein, kein Problem. Schlank wie eh und je. Wo ist denn der gute, geniales Tuning? Also er repariert wahrscheinlich gerade ein Auto, oder nicht? Genau, diesen Hot Rod, ja, der hier drinnen ist. Und den sehen wir hier, den netten jungen Mann. Er steht damit, ich habe mir sagen lassen, ein Kreuzschlüssel nennt man sowas. Und der schraubt da herum bei diesem Hot Rod. Ein sehr, sehr tüchtiger Mann. Mir kommt vor, heute haben wir überhaupt eher die Tüchtigeren am Start. Aber das ist ja auch mal nicht so schlecht. Ich bleibe gleich hier. Danke, dass Sie mir helfen wollten, aber ich brauche jetzt keine Hilfe mehr. Gut, genau. Dann bin ich bei den Zügen. So, ich muss mich hier mal drehen. Das ist schwierig. Wir kommen zum Bauernhof und da hat sich der Herr Thomas R. gemeldet. Er hat gesagt, er wäre gerne entweder beim Häcksler oder bei einem Trecker und das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen.
Und der besagte Trecker ist dieser hier. Lustigerweise, oh, da kommt schon wieder ein Zug vorbei. Ach, diese Züge, die düsen heute herum in unserem Layout. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Ich glaube, ich muss gleich im Anschluss ein Zugvideo drehen. So geht das nicht. Aber kommen wir zurück zu Herrn Thomas. Der sitzt hier drinnen im Trecker. Und ich muss sagen, es ist der erste Treckerfahrer, der auch Fotos macht während dem Treckerfahren. Aber er hat gesagt, er braucht einen Fotoapparat, vielleicht zum Dokumentieren, was er alles gearbeitet hat. Ich muss sagen, auch sehr, sehr, sehr tüchtig, dieser junge Mann. Also ich bin begeistert. Heute ist wirklich ein sehr ertragreicher Tag. Weniger tüchtig ist mein Kollege, der schon wieder herumstreunt im Layout. Naja, gut. Harry Potter jetzt aus einem Säckchen ausgeräumt. Ich weiß nicht, was da streuen heißt. Naja, aber wir müssen doch hinüber zum Naherholungsgebiet und ich meine, das lässt sich jetzt nicht von selber machen. Sie sehen, die Distanz da hinüber ist einfach zu groß, dass ich da jetzt rüber hüpfen könnte. Also ich finde das ja unerhört, aber gut, ich werde mich halt selbst auf den Weg machen. Und dann kommen Sie einfach mit mir mit hier unten durch. Oi, 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 Sie sehen, es ist nicht so einfach hier durchzukraxeln, aber wir bekommen das hin. So, Moment. Ach, ich sage es Ihnen, meine Frisur ist auch ganz durcheinander. Direkt ein bisschen schwindelig, naja. Alles bestens, alles bestens. Oh, yeah. Ja, ich glaube, Sie haben noch nie so viel gearbeitet wie heute. Frau Einwohnermeldeamtbeamtin. Das glaube ich auch nicht. Ein Traum von einem Zug fährt hier vorbei. Es wird wirklich bald wieder mal Zeit für ein Zugvideo. Apropos, wo ist denn die Monorail hin? Die fährt dort hinten beim Strand gerade ihre Runde. Naja, aber das ist jetzt ein Problem, denn unser nächster Kandidat sitzt in besagter Monorail. Dann wissen wir schon, was wir zu tun haben. Genau. Es ist Herr Dark Ages Over. Oh, Grüße gehen raus. Wir beobachten einfach in der Zwischenzeit die Züge beim Fahren. Und es wird jetzt noch einen kleinen Moment dauern, bis die Monorail hier einfährt. Also könnten wir auch noch schnell eine andere Person vorziehen, wenn Sie denn so möchten. Sie sind ja in Ihrem Amt für Effizienz und schnelles Arbeiten bekannt. Dann wird das alles ein bisschen flotter gehen, wenn wir noch einen abarbeiten. Jetzt stressen Sie bitte mich nicht. Das ist ja unerhört. Also wirklich, da arbeitet man an seinem freien Tag, ja. Ich habe ja 6 Tage die Woche frei. Und dann arbeitet man da einen Extratag und Sie, nein, also unerhört. Jetzt haben Sie so lange geredet, dass die Monorail schon eingefahren ist. Na, das wollte ich nicht bezwecken, aber gut, dass es jetzt so passiert ist. Genau, also sie stoppt hier und es ist Zeit für Dark Ages Over sich zu zeigen. Das ist dieser nette junge Herr in schwarz gekleidet mit einer Mütze auf. Ha, wirklich auch ein schicker Mann. Ich hoffe, er fährt auch zur Arbeit. Nicht wahr? Wir hatten ja jetzt nur tüchtige Herren hier. Ich hoffe, das ist auch bei Ihnen der Fall. Ganz bestimmt wird er das machen, das glaube ich schon. Soweit wir ihn kennen, ist er ja auch ein sehr tüchtiger und braver junger Mann. Der wird sich sicher irgendwie in Richtung Arbeit begeben. So. Sehr gut. Mit diesem Zettelwerk ist es nicht zu leicht, aber wir kommen weiter zum Naherholungsgebiet, wie versprochen. Aha. Zu jemandem, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob der so tüchtig ist, aber wir sehen uns das mal genauer an. Ja, es sieht eher nicht danach aus. Also wir haben hier den Aquarex 5011 und Sie sehen den jungen Herrn hier neben dem Häuschen beim Naherholungsgebiet und eigentlich sollte er fischen und er hat auch schon einige Fische gefangen, direkt neben dem Häuschen hier, genau. Aber er scheint wohl eingenickt zu sein. Und das, obwohl gerade ein Fisch angebissen hätte. Ja, er hat den Hut im Gesicht, also es sieht nicht so aus, als würde er gerade viel vom Angeln mitbekommen. Nein. Ein kleiner Und ich Schwenk muss in schon Richtung sagen, Zug.
Ja, kann auch passieren. Also das mit dem Angeln, ja, das ist halt sehr eine ermüdende Tätigkeit. Das kennen wir doch. Naja, schon, aber fördern sollte man sowas nicht. Dann haben wir etwas, wir müssen schon wieder in den Gruselbereich. Ich bin ja nicht der Fan davon, Sie wissen das, denn ich grusel mich ja sehr leicht, aber es gibt wirklich auch Leute, die das gerne machen, sich gruseln. Ich bin immer nicht so begeistert, wenn ich da vorbeigehen muss, aber und dieses Mal haben wir wirklich einen sehr, sehr gruseligen Mann auch noch platziert. Oho. Ich traue mich gar nicht hin. Es handelt sich um Herrn Thorsten Schlüssel. Ach, ich zitter einfach schon so, dass ich mich schon verlese. Und dieser junge Herr, es ist ein Wahnsinn. Also er ist angekommen, ja, also er ist ja auch mit der Bahn hierher gekommen und hat dann gleich mal seinen Sarg ausgepackt. Ich hatte mir zuerst gedacht, das ist ein großer Koffer, aber nein, es ist ein Sarg. Und er wollte gleich mich dazu bitten, dass ich mich Probe lege, aber das habe ich natürlich nicht gemacht, speziell auch, weil er eine Axt in der Hand hat und er meinte, dass er mich da hineinlegen möchte, denn wenn es so quasi zu klein wäre, der Sarg, für mich wäre das kein Problem, denn er würde alles passend machen, was mit rein muss. Und da hat er schon... Ja, ich kann gar nicht drüber reden. Auf jeden Fall, der Herr, der hier steht, ist Coffin Rumisarku und er ist eben Sargverkäufer und Bestatter in 7. Generation mit dem Firmenmotto: Sie sterben, wir legen sie ein letztes Mal rein. Oh Mann. Ob das so gut ist, und es ist ja auch noch gleich im Anschluss hier der Friedhof. Sehr makaber. Von Hidden Side, also da wird er wahrscheinlich schon die ein oder andere Leiche verbuddelt haben, so wie wir das einschätzen. Sie sehen, sehr makaber. Unsere Einwohnermeldeamtbeamtin ist jetzt ganz hinüber. Das ist, also Sie sehen, mein Job ist nicht ein. Zum Glück haben wir auch nettere Sachen. Ja, geht's noch weiter? Ja, wir haben hier noch Herrn Jakob Palme. Und ich versuche mich zu beruhigen. Herr Jakob Palme lässt sich gerade mit Ron Weasley fotografieren. Vom Propheten, ja, also vom Daily Prophet Fotografen. Und Sie sehen hier Jakob Palme, ich hoffe, er ist gut sichtbar. Er ist ein Harry Potter Fan und wollte sich hier im Harry Potter Park einfach mal verewigen, was wir natürlich fördern. Oh, das beruhigt mich dann doch auch, dass es auch noch solche Leute gibt. Hallo Jakob, willkommen in Hogwarts. Ja. Das war's von meiner Seite. Ich muss sagen, ich kann nicht. Ja, Rita ist jetzt komplett hinüber. Ihr seht, was ihr für eine Arbeit aufbürdet. Ja. Mir geht es nicht anders. Ich muss das den ganzen Tag ertragen, aber gut. Danke auf jeden Fall für eure lieben Kommentare und auch für die neuen Bewerbungen, die reingekommen sind. Die werden wir natürlich auch früher oder später mal berücksichtigen. Naja, wahrscheinlich eher später als früher, aber ich werde mein Bestes. Es dauert halt einfach ein bisschen. Ich werde jetzt dann demnächst auch auf jeden Fall nochmal ein Zugvideo machen. Das hoffen und dann wir sehen wir uns demnächst mal wieder, oder? Nicht, dass nur ich arbeite hier. Naja. Ganz klar. Lasst doch ihr eure Züge fahren. Ja. Danke für eure Bewerbungen und wir hoffen, die Figuren, die neuen Platzierten in der Stadt gefallen euch. Sie machen bald sind ja auf jeden Fall noch viel besser. Auf jeden Fall. In dem Sinne arbeiten Sie brav, genauso wie ich, und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder, nicht wahr? Tschüssi. Tschüss.